Guten Tag an alle, ich bin Peter und willkommen bei Wow Spoken German. Adele, ich muss dir etwas sagen. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Seit ein paar Wochen fühle ich mich so leer. Ich will einfach nichts tun. Willkommen zurück bei Wow Spoken German, liebe Zuhörer. Peter, das klingt schwer. Was meinst du genau? Seit wann geht das schon so? Ach, ich weiß nicht genau. Vielleicht seit 3 oder 4 Wochen. Ich stehe morgens auf und denke sofort, ich will wieder ins Bett. Alles fühlt sich so schwer an, selbst die einfachen Dinge. Das kenne ich. Manchmal passiert das einfach. Aber sag mir, Peter, hast du eine Idee, warum du so fühlst? Ist etwas passiert? Nicht wirklich. Das ist das Komische. Es gibt keinen besonderen Grund, kein schlimmes Erlebnis, kein großes Problem. Es ist einfach da, dieses Gefühl, dass alles zu viel ist. Das ist interessant. Manchmal kommt die Unmotiviertheit ohne einen klaren Grund. Liebe Zuhörer, kennt ihr das auch? Schreibt es in die Kommentare. Hattet ihr schon mal so ein Gefühl ohne Erklärung? Ich freue mich auf die Antworten. Adele, ich habe zum Beispiel früher jeden Tag Sport gemacht, jeden Morgen. Das war meine Routine. Und jetzt? Ich schaue meine Sportschuhe an und denke, nein, nicht heute. Oh, das ist wirklich ein Zeichen, wenn man Dinge, die man vorher gern gemacht hat, plötzlich nicht mehr machen will. Das ist klassische Unmotiviertheit. Hast du irgendetwas versucht, um dich wieder in Schwung zu bringen? Ja, ich habe einiges versucht. Ich habe versucht, Listen zu schreiben. Du weißt schon, Aufgabenlisten. Ich denke, wenn ich alles aufschreibe, dann mache ich es vielleicht. Aber dann schaue ich auf die Liste und nichts. Ha, ich kenne das Gefühl. Man schreibt die Liste und dann liegt sie einfach da. Und man fühlt sich noch schlechter, weil man nichts erledigt hat, oder? Genau. Es ist ein Teufelskreis. Man fühlt sich schlecht, weil man nichts tut. Und weil man sich schlecht fühlt, tut man noch weniger. Und so geht das immer weiter. Das ist eine sehr gute Beschreibung, Peter. Liebe Zuhörer, kennt ihr diesen Teufelskreis? Habt ihr eigene Erfahrungen damit? Schreibt uns unbedingt in die Kommentare. Ihr helft damit nicht nur euch selbst, sondern auch anderen. Ja, genau. Ich denke, viele Menschen haben dieses Problem, aber sprechen nicht darüber. Man schämt sich ein bisschen. Man denkt, ich bin faul, ich bin schwach. Aber das stimmt nicht, oder? Nein, das stimmt absolut nicht. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, Peter. Unmotiviertheit ist kein Zeichen von Schwäche oder Faulheit. Es ist ein menschliches Gefühl. Jeder kennt es. Wirklich jeder. Das ist gut zu hören. Ich habe auch mit meiner Schwester gesprochen. Sie hat mir gesagt, ich soll einfach anfangen. Einfach irgendwas tun, egal wie klein. Aber das klingt so einfach und ist doch so schwer. Deine Schwester hat eigentlich recht. Es gibt diesen Spruch, der erste Schritt ist der schwerste. Und das stimmt wirklich. Wenn man einmal angefangen hat, wird es oft leichter. Aber der Anfang ist die größte Hürde. Hast du einen Tipp für mich, Adele? Du wirkst immer so energiegeladen und motiviert. Was machst du, wenn du dich unmotiviert fühlst? Oh, ich bin auch nicht immer motiviert. Das glaube ich, dass viele denken, andere haben dieses Problem nicht. Aber ich habe auch solche Tage. Was mir hilft, ich versuche klein zu denken. Also nicht, ich muss heute alles erledigen, sondern ich mache jetzt eine Sache, nur eine. Nur eine Sache. Das klingt machbar. Zum Beispiel? Zum Beispiel, ich stehe auf und mache mein Bett. Das ist alles. Kein großer Plan, keine lange Liste, nur das Bett machen. Und weißt du was? Wenn das Bett gemacht ist, fühlt man sich schon etwas besser. Und dann macht man vielleicht noch eine kleine Sache. Das ist ein guter Trick. Kleine Schritte. Ich habe gelesen, dass das Gehirn Belohnungen mag. Also wenn man eine kleine Aufgabe erledigt, bekommt das Gehirn ein gutes Signal. Und dann will es mehr davon. Genau, das stimmt. Das nennt man auch Dopamin. Das ist ein Stoff im Gehirn, der uns ein gutes Gefühl gibt. Wenn wir etwas erledigen, auch wenn es klein ist, produziert das Gehirn Dopamin. Und das motiviert uns weiter. Interessant. Also ist Motivation auch eine Frage der Chemie im Gehirn? Zum Teil, ja. Aber auch eine Frage der Gewohnheit und der Einstellung. Liebe Zuhörer, was denkt ihr? Ist Motivation eher eine Frage des Willens oder der Gewohnheit? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Eine gute Frage. Ich denke, beides. Man braucht den Willen, um anzufangen, aber wenn man einmal eine Gewohnheit aufgebaut hat, braucht man weniger Willen. Es passiert einfach automatisch. Das ist eine sehr kluge Antwort, Peter. Ich stimme dir zu. Gewohnheiten sind mächtig. Deshalb ist es so wichtig, gute Gewohnheiten zu entwickeln.
Wenn Sport zur Gewohnheit wird, denkt man nicht mehr, soll ich heute Sport machen? Man macht es einfach. Aber wie kommt man von der Unmotiviertheit zur Gewohnheit? Das ist die große Frage. Das ist wirklich die Frage, oder? Ich denke, man muss sich selbst nicht zu viel Druck machen. Wenn man sagt, ab morgen mache ich jeden Tag eine Stunde Sport, das ist vielleicht zu viel auf einmal. Aber wenn man sagt, ich gehe heute 10 Minuten spazieren, das ist realistischer. 10 Minuten, das kann jeder schaffen. Genau. Und wenn man dann merkt, dass es gut tut, macht man vielleicht morgen 15 Minuten. Und so wächst die Gewohnheit langsam. Langsam aber sicher. Ich mag diesen Gedanken. Keine Revolution, sondern Evolution. Kleine Veränderungen, die sich summieren. Wunderschön gesagt. Revolution oder Evolution. Liebe Zuhörer, was ist eure Strategie gegen Unmotiviertheit? Teilt eure Tipps in den Kommentaren. Vielleicht helft ihr damit jemandem, der gerade so fühlt wie Peter. Ja, bitte, ich brauche alle Hilfe, die ich bekommen kann. Adele, hast du noch einen Tipp? Ja, noch einen sehr wichtigen Tipp. Sei nett zu dir selbst. Das klingt einfach, aber es ist so wichtig. Wenn man unmotiviert ist, schimpft man oft mit sich selbst. Man sagt, ich bin so faul, ich bin so schwach, aber das hilft nicht. Was hilft dann? Sich selbst wie einen guten Freund behandeln. Was würdest du einem Freund sagen, der sich unmotiviert fühlt? Du würdest nicht sagen, du bist faul und schwach. Du würdest sagen, das ist in Ordnung. Das passiert jedem, du schaffst das. Das stimmt. Ich wäre viel freundlicher zu einem Freund als zu mir selbst. Warum ist das so? Das ist eine gute Frage. Wir sind oft unser eigener härtester Kritiker. Wir haben höhere Erwartungen an uns selbst als an andere. Aber das ist nicht fair. Wir verdienen dieselbe Freundlichkeit, die wir an den... Das ist wirklich wahr. Selbstmitgefühl. Ich glaube, das ist der richtige Begriff. Genau, Selbstmitgefühl. Ein wunderschönes deutsches Wort. Liebe Zuhörer, praktiziert ihr Selbstmitgefühl? Wie geht ihr mit euren eigenen Fehlern und schwachen Momenten um? Das ist eine interessante Frage für die Kommentare. Ich denke, ich werde heute Abend etwas ausprobieren. Ich werde eine Liste machen, aber nur mit einer Sache darauf. Einer einzigen Sache. Und dann mache ich diese eine Sache. Kein Druck, kein großer Plan. Das klingt perfekt. Und dann sagst du mir nächste Woche, wie es war. Wir machen ein Update für unsere Zuhörer. Gerne. Das ist eine gute Idee. Dann haben unsere Zuhörer einen Grund, nächste Woche wieder einzuschalten. Stimmt. Liebe Zuhörer, kommt nächste Woche wieder, um Peters Update zu hören. Und bis dahin, probiert es selbst aus. Wählt eine kleine Aufgabe, nur eine, und erledigt sie heute. Ja, das ist unsere Hausaufgabe für alle. Eine Sache. Nur eine. Und schreibt uns, was eure eine Sache war. Wir lesen wirklich alle Kommentare. Das stimmt. Wir lesen alles. Es macht uns so eine Freude zu sehen, dass ihr aktiv mitmacht. Ihr seid die beste Community. Absolut. Ohne euch wäre Wow Spoken German nur halb so schön. Ihr gebt uns die Motivation, diese Podcasts zu machen. Vielleicht ist das auch ein Tipp. Findet euren Grund. Euer Warum. Was motiviert euch? Wunderbarer Gedanke. Das Warum ist oft wichtiger als das Wie. Wenn man weiß, warum man etwas tut, ist es viel leichter, es zu tun. Liebe Zuhörer, was ist euer Warum? Schreibt es in die Kommentare. Mein Warum ist übrigens dieser Podcast. Ich mache das, weil ich Deutsch liebe und weil ich mit euch sprechen möchte. Das motiviert mich wirklich. Das ist so schön, Peter. Und mein Warum seid ihr, die Zuhörer. Ich stelle mir vor, wie jemand auf der anderen Seite der Welt Deutsch lernt, während er unseren Podcast hört. Das macht mich sehr glücklich. Das ist ein schönes Bild. Zuhörer überall auf der Welt, die Deutsch lernen. Vielleicht sitzt jemand gerade im Bus oder beim Frühstück oder beim Spaziergang und hört uns zu. Hallo an alle, die gerade Bus fahren. Hallo an alle beim Frühstück und hallo an alle, die spazieren gehen. Ihr macht das wirklich toll. Ha! Ja, hallo! Es ist wirklich eine tolle Sache, einen Podcast zu hören, um Deutsch zu lernen. Man lernt auf so natürliche Weise. Man hört, wie echte Menschen sprechen. Genau, keine Grammatikbücher, keine Übungen. Einfach zuhören und die Sprache aufnehmen. Wie ein Kind, das seine Muttersprache lernt. Durch Hören und durch Erleben. Das finde ich so faszinierend an der Sprachenwissenschaft. Kinder lernen Sprachen so schnell, weil sie einfach zuhören und nachahmen. Und das kann man als Erwachsener auch, wenn man die richtigen Materialien nutzt. Und wir hoffen, dass Wow Spoken German ein solches Material für euch ist.
Liebe Zuhörer, lernt ihr mit Podcasts? Hilft euch das beim Deutschlernen? Schreibt eure Erfahrungen in die Kommentare. Ich würde gerne wissen, wie lange unsere Zuhörer schon Deutsch lernen. Manche sind vielleicht ganz am Anfang, manche lernen schon seit Jahren. Schreibt es uns. Ja, das würde mich auch sehr interessieren. Und sagt uns auch, welche Themen wollt ihr hören? Wir machen diese Podcasts für euch. Eure Wünsche sind uns wichtig. Genau. Ihr könnt Themen vorschlagen. Wenn es genug Anfragen gibt, machen wir einen ganzen Podcast dazu, also schreibt eure Themenvorschläge. Wunderbar. Ich bin schon gespannt auf eure Ideen. Aber jetzt kommen wir zum Ende unseres heutigen Gesprächs. Peter, hast du noch eine letzte Nachricht für unsere Zuhörer? Ja, habe ich. An alle, die sich gerade unmotiviert fühlen, ihr seid nicht allein. Das ist ein normales menschliches Gefühl. Seid nett zu euch selbst, fangt klein an und denkt an euer Warum. Schön gesagt. Und von mir, ihr seid tapfer. Dass ihr Deutsch lernt, zeigt schon, dass ihr motiviert seid. Vielleicht mehr als ihr denkt. Gebt nicht auf. Das stimmt. Dass ihr diesen Podcast hört, ist schon ein Zeichen von Motivation. Also gut gemacht. Genau. Wir sind stolz auf euch. Und wir freuen uns auf nächste Woche, wenn wir Peters Update hören. Bis dahin, liebe Zuhörer, bleibt neugierig, bleibt motiviert und bleibt bei Wow Spoken German. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss und macht es gut. Wir sehen uns bald wieder.